Ein 30 Kilogramm schwerer belgischer Schäferhund verbrachte 4 Jahre als einer der ausgezeichnetsten Diensthunde der Einheit. Er jagte bewaffnete Verdächtige. Er arbeitete nachts an Tatorten. Er versagte nie. Dann ging sein Hundeführer und die Behörde erklärte ihn für nicht vermittelbar. 73 Tage später unterschrieb eine hochschwangere Frau seine Papiere. Und was in der Nacht um 2:47 Uhr geschah, 11 Wochen nachdem ihr Baby nach Hause kam, hat niemand kommen sehen. Er verbrachte 4 Jahre damit, bewaffnete Verdächtige durch dunkle Hintergassen zu jagen, Maschendrahtzäune in der Nacht zu überwinden und dort standzuhalten, wo kein menschlicher Beamter es konnte. Er war schnell, er war furchtlos und wenn der Befehl kam, zögerte er keine Sekunde. Sein Name war Rex, ein 30 Kilogramm schwerer belgischer Schäferhund mit pechschwarzem Fang, bernsteinfarbenen Augen, die nichts übersehen und einem Körper wie eine Präzisionsmaschine. Er war der beste Diensthund der Einheit. Und dann, an einem Dienstagmorgen im Oktober, übergab sein Hundeführer seine Leine an einen Tierpfleger und ging, ohne sich einmal umzuschauen. Rex war pensioniert worden. Sein Hundeführer zog ins Ausland. Die Behörde hatte keinen neuen Platz. Und so bedeuteten 4 Jahre Dienst plötzlich nichts mehr. Das Tierheim stufte ihn bereits in der ersten Woche als nicht vermittelbar ein. Nicht wegen Aggression, sondern weil er zu viel war. Zu wachsam, zu intensiv, zu schnell. Er lief in seinem Zwinger auf und ab, als wäre er noch auf Streife. Er beobachtete jeden Vorbeigehenden mit Augen, die evaluierten, kalkulierten, sich niemals entspannten. Familien kamen, Familien gingen. Ein Mann hielt es 3 Minuten aus, bevor er sagte, der Hund macht mich nervös und der steht noch nicht mal. Er hatte nicht Unrecht. Rex machte jeden nervös. Genau dafür war er ausgebildet worden. 73 Tage lang unterschrieb niemand die Papiere. Dann kam Sabine. Sie war 34 Jahre alt, 7 Monate schwanger und nach Meinung aller in ihrem Leben vollkommen verrückt. Ihre Mutter rief allein in dieser Woche 3-mal an. Du bekommst gleich ein Baby, das ist nicht der Moment für einen Problemhund. Ihr Mann Markus war ruhiger, aber sein Gesicht sagte dasselbe, als sie ihm die Tierheimseite zeigte. Ehemaliger Diensthund, hoher Arbeitstrieb, nicht empfohlen für Ersthundehalter. Sabine hatte noch nie einen Hund besessen. Sie stand 11 Minuten lang vor Rex' Zwinger. Er stand vollkommen still auf der anderen Seite und beobachtete sie. Kein Bellen, kein Laufen, nur beobachten. Als würde er eine innere Beurteilung durchführen, die sie nicht sehen konnte. »Was ist mit dir passiert?« fragte sie leise. Rex' linkes Ohr neigte sich leicht zu ihrer Stimme. Noch am selben Nachmittag unterschrieb sie die Papiere. Die ersten 2 Wochen waren ehrliches Chaos. Rex wusste nicht, wie man ein Haustier ist. Er verstand nicht, warum es keine Befehle gab, keine Aufgaben, keinen Zweck. Er postierte sich stundenlang an der Eingangstür und scannte die Straße. Er schlief in 3-Stunden-Intervallen, immer wachsam, immer lauschend. Er weigerte sich zu fressen, wenn niemand neben seinem Napf saß, nicht aus Zuneigung, sondern aus Gewohnheit. Er hatte immer neben seinem Hundeführer gefressen. Jetzt gab es keinen mehr, nur eine schwangere Frau, die sanft mit ihm sprach, nie die Stimme erhob und irgendwie keine Angst vor ihm hatte. Das war es, was Rex nicht verstand. Sabine hatte keine Angst. Die meisten Menschen wurden angespannt, sobald sie sich ihm näherten. Ihre Atmung veränderte sich, ihre Augen huschten. Rex konnte all das lesen. 4 Jahre Training hatten ihn konditioniert, Bedrohungsreaktionen zu erkennen. Aber Sabine bewegte sich um ihn herum wie ein Möbelstück. Ruhig, gelassen. Sie legte ihre Hand in Nähe zu ihm, ohne zu greifen, und ließ ihn entscheiden. Am 3. Tag schnupperte er an ihrem Handgelenk. Am 4. ließ er sich hinter dem Ohr kratzen. Ende der 2. Woche hatte er seinen Schlafplatz vom Eingang in den Flur vor ihrem Schlafzimmer verlegt. Markus beobachtete das alles, ohne ein Wort zu sagen. Dann, an einem kalten Freitagabend im November, saß Sabine auf dem Wohnzimmerboden, den Rücken am Sofa, als das Baby kräftig trat. Sie schnappte nach Luft, presste beide Hände auf ihren Bauch und lachte. Rex war auf der anderen Seite des Raumes. Er stand auf, bevor das Geräusch verklungen war. 4 Schritte. Er blieb direkt vor ihr stehen und senkte die Schnauze auf ihren Bauch. Er blieb dort lange, still, konzentriert, als würde er lauschen. Von dieser Nacht an verließ er ihre Seite nicht mehr. Wenn du noch nicht abonniert hast, jetzt ist der Moment. Klick auf Abonnieren und verpasse keine Geschichte mehr. Nicht im übertragenen Sinne.
buchstäblich. Er folgte ihr von Zimmer zu Zimmer. Er wartete vor der Badezimmertür. Er repositionierte sich jedes Mal, wenn sie sich bewegte, so dass sein Körper zwischen ihr und dem Eingang blieb. Markus nannte es bald den Perimeter. Jeden Morgen um 6:20 Uhr ging Rex zu Sabines Bettseite und stand dort. Kein Winseln, kein Anstupsen. Einfach warten, bis sie die Augen aufschlug. Seine alten Streifeninstinkte waren nicht verschwunden. Sie hatten einen neuen Auftrag gefunden. Baby Lena wurde an einem Donnerstag im Dezember geboren. 2 Tage später brachten sie nach Hause, eingewickelt in eine weiße Decke mit kleinen gelben Enden, 3,3 Kilogramm. Rex wartete an der Tür. Kein Springen, kein Bellen. Er näherte sich der Babyschale langsam, bedächtig, kontrolliert, wie im Dienst. Er schnupperte einmal an der Decke. Dann setzte er sich daneben und schaute zu Sabine auf, mit diesen bernsteinfarbenen Augen, die 4 Jahre lang Bedrohungen bewertet hatten, und irgendetwas in ihnen legte sich. Markus sagte später, es war das erste Mal, dass Rex entspannt aussah. Die darauffolgenden Wochen schrieben ihre eigene Geschichte. Rex schlief jede Nacht am Fuß von Lenas Gitterbett, zur Tür gewandt. Wenn sie weinte, stand er auf und lief ruhig hin und her, bis jemand kam. Kein Bellen, nur Bewegung. Wenn Besucher sie hielten, saß er in Reichweite. Nicht bedrohlich, einfach präsent. Eines Nachmittags kam Sabines Mutter vorbei, dieselbe, die 3-mal angerufen hatte, und beobachtete, wie Rex dem Babyphone-Bildschirm mit den Augen folgte. Sie schwieg lange. Dann sagte sie, er arbeitet noch, oder? Sabine lächelte. Er hatte nie aufgehört. Es geschah an einem Mittwochabend im Februar. Lena war 11 Wochen alt. Es war 2:47 Uhr. Sabine und Markus schliefen, als Rex zu bellen begann. Scharf, rhythmisch, dringend. Nicht sein Warnbellen, sein Notfallbellen. Dasjenige, das er in 4 Dienstjahren genau 2-mal eingesetzt hatte. Markus erreichte Lenas Zimmer zuerst. Sie lag im Gitterbett, Gesicht blass, Atmung schwer. Ein Stück des Musselin-Pupptuchs hatte sich gegen ihr Gesicht gefaltet. Vor 30 Minuten war es noch nicht dort. Die Ärzte sagten Minuten, nicht Stunden. Rex hatte etwas in ihrer Atmung gehört, das kein Monitor erfasst hatte. 4 Jahre Training, pensioniert an einem Dienstag, einem Tierheim übergeben, als nicht vermittelbar abgestempelt. Und an einem Mittwochabend im Februar rettete genau dieser Hund das Leben eines kleinen Mädchens. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Den Instinkt, der sich nicht pensionieren lässt. Die Loyalität, die keine Uniform braucht. Rex war kein Polizeihund mehr. Er war etwas, wozu ihn niemand ausgebildet hatte. Er war zu Hause. Er war Familie. Er war genau dort, wo er sein sollte. Wenn ihr über die Adoption eines pensionierten Arbeitshundes nachdenkt, sprecht zuerst mit Fachleuten. Versteht ihre Geschichte. Gebt Zeit und Geduld. Sie haben jahrelang gelernt zu schützen. Alles, was sie brauchen, ist jemand, der es wert ist. Ist das Liebe oder Instinkt? Können diese beiden Dinge überhaupt getrennt werden? Schreibt es mir in die Kommentare.